Es gibt ca. 350.000 Chemikalien, die im Handel sind. Das heißt aber noch nicht, dass die Welt vergiftet ist. Die Dosis macht das Gift ist ein Satz von Paracelsus, den wahrscheinlich schon jeder gehört hat. Und er stimmt auch meistens, er stimmt nicht immer. Es gibt einige wenige Stoffe, da muss man sagen, da gibt es keine sichere Dosis. Wir können heutzutage in einem Ultraspurenbereich messen, also in unvorstellbar kleinen Konzentrationen. Das bedeutet, dass wir in einem menschlichen Körper auf einmal 10.000 verschiedene Stoffe feststellen. Das heißt aber nicht, dass die eine Wirkung haben. Also Konzentration und Wirkung sind ganz verschiedene Dinge. Und da sind wir häufig auch noch schlecht, diese Wirkung zu verstehen. Weil etwas synthetisch hergestellt wird, Chemie, ist es weder gut noch böse. Genauso wie etwas Natürliches per se nicht gut oder böse ist. So einfach kann man das nicht sagen. Ich gebe ein Beispiel. Backpulver oder Zitronensäure, das verwenden wir täglich, synthetisch. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Wenn wir zum Beispiel was Natürliches haben, wie Rizin aus der Rizinuspflanze, ist eines der stärksten Gifte, das wir kennen. Die Lebensmittelsicherheit in Europa ist extrem hoch. Wir leben in einem Raum, wo Lebensmittel sehr gut reguliert sind von der EU, von den Gesetzen der Länder. Und man kann sagen, es gab noch nie eine so hohe Sicherheit wie heutzutage. Nichtsdestotrotz, in Lebensmitteln und auch in Lebensmittelverpackungen sind Stoffe drin, die da nicht hingehören. Das heißt, es ist ein Prozess, woran man arbeiten muss, wo man auch in der Regulierung sehen muss, dass diese Chemikalien, diese Stoffe, beispielsweise Ewigkeitschemikalien, aus den Lebensmittelverpackungen verschwinden. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr über diese schöne Kooperation. Und auch dieses Thema passt wieder perfekt hier in unser Haus. Das ist eines der Grundthemen dieses Hauses, der Mensch im Zusammenspiel mit der Natur. Jetzt stehen die Schadstoffe im Mittelpunkt. Schadstoffe in Lebensmitteln, das ist erstmal ein unangenehmes Thema. Ja? Die meisten Leute hier werden sich nicht damit wohlfühlen. Was esse ich da jeden Tag? Was nehme ich zu mir? Ist da irgend so ein Gift drin? Also das ist generell so ein Thema, wo du sagst, was mag ich jetzt nicht so gerne. Interdisziplinäre Forschung ist der Schlüssel zur Lösung komplexer Probleme. Die Erkenntnisse der Forschung müssen aber der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das geschieht in einem ständigen offenen Dialog durch Veranstaltungen wie Umwelt im Gespräch. Sie sind herzlich dazu eingeladen, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen, Ihre Wahrnehmungen zum Thema Lebensmittelsicherheit zu schildern. Wenn Sie feststellen, Brages, dass irgendeine Chemikalie schädlich ist, wie gehen Sie dann vor, um also die Bevölkerung zu schützen? Man versucht zu schauen, wo sie herkommt, und man versucht, regulative Maßnahmen zu setzen, dass man sagt, okay, dieser Stoff darf in Lebensmitteln nicht mehr eingesetzt werden. Grundsätzlich, glaube ich, sollten wir versuchen, da wo wir Wissen haben, wo wir die großen Kontaminanten sehen, und auch Möglichkeiten, sie zu ersetzen, dass wir da handeln und dass wir da entschlossen handeln und versuchen, nicht wertvolle Zeit zu verlieren. Ich bin eigentlich entsetzt, dass man eine Bratpfanne kauft mit Teflon und da ist PFAS drinnen. Ich kaufe Outdoor-Kleidung, da ist auch was drinnen. Und es ist nicht gekennzeichnet. Das heißt, der Konsument ist eigentlich hilflos. Das, was man wirklich machen muss, ist, dass man Produkte entwickelt, die von Anfang an sicher und nachhaltig sind. Chemikalien, die so persistent sind, dass sie in vernünftiger Zeit nicht abgebaut werden, gehören nicht in die Umwelt. Punkt. Aus. Manche fürchten sich vor Dingen, die erst in riesigen Mengen schädlich sind. Andere sagen, na ja, ist ja wurscht. Also das Wissen, welche Dosis das Gift macht, wäre sicher sehr wichtig. Dadurch, dass wir mehr Chemikalien untersuchen, mit einer wesentlich genaueren Untersuchungsmethode finden wir mehr Rückstände, obwohl die Lebensmittel sicherer werden. Jährlich steigt die Lebenserwartung um 2 Monate, auch in Österreich. Auch wenn man Angst hat vor Chemikalien. Mit dem Mikroplastik ist es so, wir haben 2 Dimensionen. Eine ist natürlich die chemische Zusammensetzung und dann haben wir auch die physische Komposition und der Form sozusagen. Und dann stellt sich auch langsam die Frage, ob die Toxizität oder die eventuelle Aufnahme zurückzuführen ist auf die chemische Eigenschaften oder auf die physische Eigenschaften.
Was mich wirklich sehr begeistert hat, war die Art und Weise, wie so ein Thema wissenschaftlich korrekt und dennoch spannend und wirklich gut für die Öffentlichkeit aufbereitet wurde. Und man hat an den Fragen gemerkt, dass es ankommt. Ich freue mich immer, wenn die Universität Wien hier ist und auch so ein interdisziplinäres Team zusammenstellt. Für mich war tatsächlich neu, dass man sich bei den Chemikalien, Schadstoffen in unserer Nahrung nicht nur mit den chemikalischen Eigenschaften beschäftigt, sondern tatsächlich auch mit der Form. Also das war für mich eine neue Erkenntnis. Es ist eigentlich ja wirklich erstaunlich und unglaublich, wie viel Interesse dieses Thema weckte, auch in die sozusagen Leute, die nicht im Labor mit mir forschen. Es war eine sehr interessante Diskussion. Es sind doch einige Punkte dabei, die ich mitnehme, wie die Fragen der besseren Information über neue Umweltschadstoffe, über die Risikowahrnehmung. Das werden wir mitnehmen und auch bei uns diskutieren. Ich fand die Veranstaltung sehr wichtig und erfrischend. Ich glaube, dass es höchst an der Zeit ist, dass die Wissenschaft stärker, als es bisher der Fall war, an die Menschen herantritt und sich selber zeigt. Ja? Auch um dieser Skepsis, die sich langsam immer mehr aufbaut, ja, gegenüber Wissenschaft, entgegenzutreten und zu sagen, das sind Menschen, so wie du und ich. Wir beschäftigen uns mit Fragestellungen, die dich genauso interessieren, und wir versuchen, Lösungen zu arbeiten. Und genau das ist heute, glaube ich, kommuniziert worden. Ich finde, eine gute Diskussion heute Abend war, dass wir alle selbst relativ viel in der Hand haben und auch viel tun können. Was kaufen wir ein? Wie ernähren wir uns? Wie essen wir? Welche Gifte nehmen wir auch zu uns, die gar nichts mit diesen Millionen von Chemikalien zu tun haben, nämlich Rauchen, Wein trinken, Zucker. Also das Gefühl der Machtlosigkeit ist da, aber wir können auch aktiv was tun.